Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Ich habe schon länger kein Acrylic Pouring mehr gemacht und deshalb wollte ich ganz gerne heute einen Dutch Pour machen. Ich habe mir dazu eine quadratische Leinwand ausgesucht und wer meinen Kanal schon länger schaut, weiß, dass ich also quadratische Formate sehr liebe. Ob es jetzt Blätter sind oder Leinwände, ist mir dabei relativ egal. Ich finde quadratische Dinge einfach nur toll. Und als Hintergrundfarbe, als Basisfarbe verwende ich heute Titanweiß. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich die Schichten aufbauen möchte, diesmal aus Blautönen, einem dunkleren Blauton und einem helleren Blauton. Und wenn ich diese Farben übereinander gelegt habe, möchte ich ganz gerne ein Orange verwenden. Hier allerdings ein Reflexorange, weil mir ist es schon mal passiert, weil die Farbe sehr transluzent ist, dass die Farbe anschließend gar nicht mehr so sichtbar war. Und das interessiert mich halt, wenn ich das oben auflege, ob es noch dazu kommt, dass man diese Farbe sieht. Und weil ich Metalleffekte immer sehr schön finde, habe ich mich entschieden, das Ganze mit Gold zu garnieren. Okay, dann würde ich sagen, fange ich mal an und ich freue mich, wenn du gleich dabei bist. Wir sehen uns! Als Basis benutze ich Titanweiß von Amsterdam Acrylics. Wie ich meine Farben für das Acrylic Pouring anmische, habe ich euch in einem anderen Video gezeigt und ich verlinke euch das, seht mal oben rechts in die Ecke. Die Farbe für die Basis verteile ich erstmal mit dem Föhn bis in die Ecken und danach gehe ich nochmal mit dem Finger an dem Rand entlang, damit auch dort die Basisfarbe gut aufgetragen ist. Mit dem Heißluftföhn entferne ich die kleinen Blasen, die jetzt noch aufgetreten sind. Dann starte ich das Schichten meiner Farben, beginne mit Grün-Blau, gefolgt von Türkisblau und dann, wie gesagt, das Reflex Orange und zum Schluss die Metallic-Farbe Gold. Anschließend gieße ich sehr viel Titanweiß um meine geschichteten Farben, weil ich danach mit dem Föhn die weiße Farbe über die Schichten pusten werde. Ich habe die Geschwindigkeit des Videos etwas reduziert, weil ich es ganz schön finde zu zeigen, wie der Luftstrom aus dem Föhn die Farbe vor sich her schiebt. Jetzt kommt der spannendste Part. Die Farben werden ausgeblasen. Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, wie sich die Farben zeigen werden und wie sich die einzelnen Schichtungen so auf die Farben legen. Ich entscheide mich dann auch dazu, wie es Rinske Dauner tut, ganz vorsichtig mit dem Mund die Farbe weiter auszupusten. Da tatsächlich das Reflex Orange ist in Spurenelementen noch vorhanden. Doch wenn ich nicht wüsste, dass ich es aufgetragen habe, würde ich niemals vermuten, dass hier Reflex Orange verwendet worden ist. Mit dem Flambierbrenner entferne ich auf der einen Seite Blasen, die sich noch drin befinden könnten, und auf der anderen Seite versuche ich die sogenannten Zellen hervorzulocken. Aber da ich kein explizites Silikonöl benutzt habe oder ein sonstiges Medium, erwarte ich jetzt auch nicht besonders viele Zellen. An der Stelle, an der ich das Reflex Orange vermute, puste ich nochmal ganz vorsichtig in die nasse Farbe. Aufgrund dessen, dass das eben sehr transluzent ist, ist es aber trotzdem kaum sichtbar. Hier zeige ich euch das Ergebnis meines Dutch Pours noch im nassen Zustand. Ich bin also sehr davon angetan, wie die Farben sich übereinander gelegt haben. Es sind kleine Zellen vorhanden. Die mit dem Mund ausgeblasenen Bereiche gefallen mir wirklich gut und die Ränder sind schön zart gestaltet. Auch im getrockneten Zustand gefällt mir das Bild sehr gut. Was ich daran mag, ist zum Beispiel auch, dass die Struktur der Leinwand noch hindurch scheint
und mir gefällt das Bild sehr gut. Es hat diese Blautöne, es hat diesen Goldschimmer und wirkt dadurch sehr lebendig. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonniert hast und wir sehen uns beim nächsten Mal.